jeden Fall bekomme ich dann diesen Zettel, wo 90 Lari draufsteht und denke mir dann, okay, beschissen worden. Drehe mich wieder um, laufe zum Schalter zurück. Hi, ich bin's Tobi. In diesem Video soll es um die Einreise mit dem eigenen Kfz nach Georgien gehen. Im Gegensatz zu der Türkei, wo die grüne Versicherungskarte deines deutschen Versicherungsunternehmens noch gilt, musst du hier eine georgische Versicherung abschließen. Das ist alles in allem erfreulicherweise einfach, wenn man da eventuell sich vorher über die Preise informiert und sich auch nicht ins Boxhorn jagen lässt. Das Ganze funktioniert eigentlich so, dass du über die Grenze fährst. Dort wird dich der Zollbeamte auch darauf hinweisen, dass du diese Versicherung brauchst. Und direkt hinter der Grenze, also schon auf der georgischen Seite, wo es dann auch die Wechselstuben gibt zum Geldwechseln, befindet sich auch so ein kleines Häuschen, wo du diese Versicherung direkt abschließen kannst. Das Ganze ist auch relativ günstig mit 90 Lari für 3 Monate. 3 Monate ist ja auch das Maximum mit deinem Kfz. Kannst du da schon dein Auto versichern, wenn es bis 3,5 Tonnen ist. Genau, warum 3 Monate? Das ist halt wie in vielen Ländern außerhalb der EU so, dass du halt danach entweder verlängern müsstest, also eine Verlängerung beantragen müsstest, oder du müsstest kurz aus dem Land fahren und wieder reinfahren, und damit sich diese 3 Monate wieder verlängern. Das ist ja in der Türkei genauso. Genau, in unserem Fall war das so, dass wir über die Grenze gekommen sind. War relativ spät schon, es war schon dunkel, man hat irgendwie auch einen langen Tag hinter sich gehabt, und diese ganzen schon mal allgemeinen Grenzkontrollen haben irgendwie dafür gesorgt, dass ich anfänglich auch nicht ganz auf der Höhe war, sonst hätte ich vielleicht auch schon vorher den Braten gerochen. Und zwar bin ich da an die Bude, wie ich auch das bekommen habe von den Zollbeamten. Genauer gesagt ist das eigentlich so, dass da vorher schon 1 bis 2 Männer rumlaufen, die Autos schon abfangen. Also die warten im Endeffekt darauf, dass da jemand mit fremdem Nummernschild kommt, wo sie diese Versicherung dann abschließen können. Und da hätte ich mir rückblickend betrachtet eigentlich auch schon meinen Teil zu denken können. Aber an sich war das alles ganz freundlich und man hat sich auch nicht viel dabei gedacht, weil die Grenze war immer noch in Sichtweite mit den Zollbeamten. Und so hat mich dann jemand bis zu der Bude begleitet. Dort saß dann eine georgische Frau, eine jüngere Frau hinterm Schalter, und ja, wie lange ich denn versichern will, so in einem ganz gebrochenen, schlechten Englisch, aber so, dass man es verstehen konnte. Und ich habe gesagt, ja komm, dann direkt 3 Monate, so viel wie das Maximum ist, wie lange ich mit dem Kfz auch in Georgien bleiben darf. Und dann meinte die dann 250 Lari. Und dann bei dem Wechselkurs mit 1:4 habe ich mir auch nicht so viel dabei gedacht. Mit Karte zahlen ging nicht, deswegen dann zu einem Bankautomaten, die befinden sich auch da. Dementsprechend Geld abgehoben, hingegangen, und dann in dem Moment habe ich mir dann schon gedacht, nee, 250 Lari, das ist schon ziemlich viel wahrscheinlich. Da frage ich nochmal nach. Genau, und dann fing eigentlich das Rotieren der jungen Dame schon an. Hat sie mir so einen Flyer rausgeholt, den blende ich auch gleich ein. Und hat dann auf so eine teurere Spalte gezeigt, die LKW dann gewesen wäre, beziehungsweise Bus. Und dann habe ich meinen Fahrzeugschein rausgeholt, den hatte ich sogar schon vorher extra mitgebracht, und habe halt gezeigt, nee, Kfz 2,8 Tonnen, also wahrscheinlich die gleichen Regeln, habe ich mir gedacht, wie in Deutschland auch, 3,5 Tonnen, da zieht man irgendwo die Grenze, und so war es dann auch. Und dann eine kurze Diskussion, nee, LKW, nee, kein LKW, Kfz, aha, okay. Dann nur 150 Lari. Und wie gesagt, das war schon ein langer Tag, ich habe auch die Tabelle mir dann nur so halb angeguckt und habe dann gesagt, okay, 150 Lari, habe bezahlt und bekomme dann einen Zettel wieder, ein DIN A4-Zettel, wo dann auch mein Nummernschild eingetragen ist. Und ja, alles gut irgendwie, man hat da so seinen Versicherungsbescheid. Genau, auf jeden Fall bekomme ich dann diesen Zettel, wo 90 Lari draufsteht, und denke mir dann, okay, beschissen worden. Ja, drehe mich wieder um, laufe zum Schalter zurück. Das kann man auch jetzt hier in der Aufnahme sehen, wie ich dann da hingehe. Und dann sieht man die nette junge Dame, wie sie einen Schein rausholt. Ich
bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube es waren 20 Lari-Scheine und wollte mir den jetzt wiedergeben als Wiedergutmachung und der Rest wäre ja Commission gewesen. Damit wollte ich mich natürlich nicht zufrieden geben, weil 60 Lari, sie wollten mir 20 geben, 40 Lari, Commission kam mir irgendwie auch komisch vor. Dementsprechend bin ich dann zurück zur Grenze gelaufen, weil ich dachte mir, warum nicht die Situation nutzen, dass dort Leute in Uniform sind. Ja, Zollbeamte haben jetzt wahrscheinlich nicht so viel damit zu tun, aber die Polizei ist ja dann auch nicht weit. Ja, das kann man auch auf der Aufnahme hier sehen. Auf jeden Fall latsche ich dann zurück zur Grenze und die haben ja auch mich noch erkannt, ich war ja eben erst da und haben dann auch jemanden hergeholt, der noch ein bisschen besseres Englisch gesprochen hat, um halt auch sicherzustellen, dass das, was ich jetzt sage, beziehungsweise das, was ich jetzt sagen möchte, richtig ankommt. Und ich glaube, es war auch ein Vorgesetzter, vielleicht war das auch noch mit ein Grund. Und die haben dann auch nicht lange überlegt, ich habe das auf den Flyer gezeigt und habe gesagt, hier so und so. Und dann haben die auch einen von den Kerlen, die da so rumlungern, zurückgerufen oder beziehungsweise zur Grenze gerufen und haben dem verständlich gemacht, jetzt mit mir zusammen dahin zu gehen und damit ich mein Geld wieder bekomme. Und das könnt ihr jetzt in der Szene hier sehen. Und ja, man merkt, glaube ich, auch, dass ich mich ziemlich aufrege, weil sie immer noch irgendwie probiert, sich da rauszuwinden. Und dann geht sie nebenan in die Bude irgendwann und holt einen kleinen Kassenbeleg, einen kleinen Kassenbon. Und darauf kann ich dann auch am Ende sehen, dass es 90 Lari kostet und 2 Lari waren die Commission. Weil das, was ihr am Ende nochmal seht, wo ich mich so übelst aufgeregt habe, da ging es nämlich darum, dass sie mir 5 Lari dann irgendwie nicht wechseln konnte oder so. Und ich hatte dann aber auch nichts klein. Und im Endeffekt habe ich das Kleingeld dann einfach da ein bisschen wutentbrannt reingeworfen, habe das dann da liegen lassen, weil ich mich irgendwie auch gefragt habe, ob das jetzt Schikane ist, mir dann die 3 Lari in 20 Petri-Münzen rauszugeben, also so ein Wust an Münzen. Das dazu. Dann schwenken wir noch kurz zu dem Thema Import. Da war es bei uns wirklich gar kein Problem. Ja, wir haben einen Caravan, kurz die Türen aufgeguckt, Wohnmobil, kein Problem. Also falls ihr da jetzt irgendwie vorhabt, Möbel mitzubringen, ich habe mich dann nur kurz angelesen, also die müssen halt mit Originalrechnungen vorgelegt werden und pro Euro eine bestimmte Prozentanzahl muss dann da auch versteuert werden für den Import von Möbeln. Da müsst ihr wirklich nochmal an anderer Stelle gucken. Das ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet, weil ich bin mit Wohnmobil gekommen und nicht mit meinem ganzen Hausstand. Ansonsten noch zur Einreise bezüglich Corona. Das ist ja auch momentan was Besonderes. Ob das Video dann in 2 Jahren überhaupt noch diesbezüglich aktuell ist, weiß ich nicht. Deswegen habe ich es ganz ans Ende gepackt. Die Corona-Einreise über den Landweg ist anders als über den Luftweg. Und zwar bekommst du als vollständig Geimpfter, reicht es tatsächlich zur Einreise nicht. Das heißt, du brauchst als vollständig Geimpfter trotzdem noch den negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden alt sein darf. Das heißt, sowohl als Ungeimpfter als auch Geimpfter brauchst du den PCR-Test, der nicht länger als 72 Stunden alt ist. Und direkt vor der georgischen Grenze befindet sich die türkische Stadt Hopa. Im State Hospital Hopa kann man die PCR-Tests machen, hat auch nur 25 Euro gekostet, geht also voll klar. Dementsprechend ist eigentlich der einzige Vorteil als Geimpfter, dass du dich vorher nicht online anmelden musst. Als Ungeimpfter brauchst du einen PCR-Test und musst dich vorher anmelden. Die Seite findet man auf dem die Seite findet man auf dem Auswärtigen Amt von der georgischen Regierung, wo man sich da anmelden kann. Ist auch relativ einfach. Vorname, Nachname, Reisepassnummer und letztes Land und Reiseziel. Bei Reiseziel habe ich einfach Tiflis reingeschrieben, war gar kein Problem. Ich würde sagen, das war's, was ich euch berichten wollte zu der Einreise mit dem Kfz nach Georgien. Ich wollte das auch unbedingt jetzt für euch aufnehmen, weil es vor ungefähr 1,5 Wochen auch erst war, dass ich eingereist bin und dementsprechend ist noch alles aktuell und ich kann es noch wirklich, ich habe mir jetzt mal Notizen hingelegt, aber habe gar nicht drauf geschaut. Ich hoffe, dass es auch okay war mit den 2-3 Schnitten jetzt. Das lag halt auch daran, dass wir die Videos hier eingeblendet hatten.
Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, stay tuned.